Und wir haben uns natürlich dem Gedanken Fitness dahingehend gewidmet, dass wir gesagt haben, lass uns mal gucken, was das eigentlich für Auswirkungen, respektive für eine Bedeutung für die Ernährung hat. Und nachdem wir in der ersten Variante ein bisschen was zum Morgen erzählt haben, würde ich vorschlagen, Christian, wenn ich mir das so angucke, herzhaft, schwer belegt, reichhaltig. Ja, also klar, wir können uns jetzt über viele Zutaten hier unterhalten. Hat das was mit Fitness oder nicht zu tun? Ja. Ich bin immer der Meinung, wenn jemand Fitness macht, weiß er, für was er trainiert, ob es für einen Muskel ist oder für andere Sachen, und dafür weiß er, welche Inhaltsstoffe, Nährstoffe er aufnehmen muss. Und dafür wollen wir ja auch die verschiedenen Möglichkeiten ja darstellen, Ja. dass jeder sich sein Ding rauspickt und sagt, ja, genau da fühle ich mich zu Hause. Und ich habe mir hier in dem Zusammenhang etwas ausgedacht, klar, mit einem Vollkornbrötchen. Ich bin auch, also von kleinst auf bin ich mit Vollkorn groß geworden. Das heißt, ich hatte nie das Problem, dass Leute sagen, das schmeckt sehr stark und es ist ein sehr schön aromatisches Vollkornbrötchen. Und wir gehen in den Lachs hinein. Lachs, tierisch, also ein Fischfett, was Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren beinhaltet, vor allem Omega-3. Und da haben wir natürlich auch eine Möglichkeit, das wieder im Körper aufzufrischen, was wir so auch beim Training haben wollen. So auch das Ei, da ist ein gewisser Fettanteil drin, der wertvoll ist für mich. Wir haben Frischkäse, wo auch wieder die Milchprodukte abgedeckt werden, und Sprossen, Schnittlauch, wo auch da Energie mir zur Verfügung gestellt wird, insbesondere Sprossen. Sprossen ist die Lebenskraft der Pflanze, die gerade anfängt groß zu werden, und die habe ich zur Verfügung, und das kriege ich natürlich dann auch mit hinein. Und das Wichtigste, was ich ja immer finde, Christian, ist, es muss auch schmecken. Also das ist das gesund, Allerwichtigste. gesund hin, gesund her, fitnessförderlich, ja oder nein. Wenn es nicht schmeckt, ist es kein wirklicher Renner. Ne? Und mir geht es auch nicht um gesund, das ist auch völlig ein uninteressantes Thema. Es geht zu schmecken, und es muss mir persönlich gut tun. Okay. Das ist das, was ich unter Fitnessernährung verstehe. Und es gibt viele Bücher darüber, es gibt viele gute Menschen, die da auch was dazu sagen können. Und deswegen sollte man sich sein Fitness-Sandwich selbst kreieren, so wie wir es gemacht haben, wir beide. Na wunderbar. Ich freue mich sehr, wenn du es uns jetzt mal zeigst, wie es im Zusammenbau denn aussehen wird. So, also, ich habe, wie immer, brauche ich Geschmacksträger. Und meine Geschmacksträger sind natürlich der Fisch und das Ei, aber es gibt auch den Aufstrich. Und ich könnte mit Butter arbeiten, ich könnte mit Margarine arbeiten. Ja, ich bin aber eher so ein Freund des Frischkäses. Da kann ich wahnsinnig viele Aromen mit einarbeiten. Und ich habe jetzt hier einen Frischkäse und Meerrettich. Das verrühren wir, dann haben wir eine schöne Meerrettichcreme. Die kann ich fürs Sandwich nehmen, kann ich aber auch für andere Dinge noch benutzen, wo ich den Meerrettich wiederfinden will. Da geben wir jetzt ein bisschen Schnittlauch, so die Hälfte davon, und dann können wir das verrühren, weil die ist noch nicht fertig. Das würde ich dich bitten, dass du das machst. Also ein kümmere ich mich mal ums ein weiterer Punkt in meinem Vollkornbrötchen. Ausbildungsprogramm, die Hälfte. Ja, die Hälfte. Da muss ich dazu sagen, ich bin nicht der Beste in der Bewertung von einfach verrühren. Schön unterheben. So. Man sieht auch hier bei dem Vollkornbrötchen ganze Ölsaaten drin. Das finde ich sehr angenehm, macht es auch von der Haptik her sehr schön und passt sehr gut zu dem, was wir heute hier kreieren. Super. Ich kann so etwas auch in den Spritzsack einfüllen, und wenn es gewichtsmäßig abgestimmt ist, weiß ich, das sind Hausnummer 40 Sandwiches. Und dann streiche ich das nur so drüber, und dann ist es erledigt. Und deine Aufgabe ist es händisch. Ah, natürlich. Und ich mache das mit dem Spritzer. Und hättest du bitte gerne Oberseite und Unterseite oder nur? Nein, das mache ich hier. Ah, okay. Aber dann kann man das... Was hast du denn im Spritzsack drin? Genau, das ist eine Honig-Senf-Creme. Eine Honig-Senf-Creme? Auf Basis von Frischkäse. Ja. Dann ist Senf drin, dann ist Senfpulver drin, Paprikapulver, ein bisschen Ahornsirup, Salz, Pfeffer, fertig. Na wunderbar. Und dann habe ich das, was ich mir so wünsche, 2 schöne, erfrischende Aufstriche, die sich sehr gut mit dem jetzt vereinen, was wir da haben. Dann haben wir die Möglichkeit Rucola, Pfeffernote, kräftig, würzig im Geschmack.
oder Lollo Biondo. Mild, leicht nussig. Also da haben wir jetzt beide Möglichkeiten. Das gebe ich dir. Und hättest du es gezupft oder? Na, so, dass es schön aussieht. Ich habe es etwas einfacher. Ich muss es nur drauf werfen. Du musst es schön legen. Ich werde Ja, ein das bisschen finde ich gut. Das ist immer so das Außenlust. Sehr gut. Ja. Was hältst du denn davon? Super. Freut mich. So, dann Tomate, dünne Scheiben Kunst kommt und von lieber oben. lang. Langsam und bloß nicht schnell. So, der Lachs. Ich habe einen Rauchlachs gewählt. Es geht aber auch ein Gravet-Lachs. Man kann auch andere Räucherfische nehmen, da wo das Herz einfach am schönsten ist. Schön drapieren. So. Dann eine Gurke. Kann man ganz drauflegen oder man macht Streifen drauf. Es muss nicht viel sein. Es ist ein kleines, schönes, schmackhaftes Vollkornbrötchen, wo ich den ersten Hunger schon mal mitstille und ganz viele tolle Aromen auch habe. Speck. Warum jetzt der Speck? Das ist ein Wunsch, um da nochmal einen Kick reinzukriegen, weil der Lachs lebt mit Speck. Das habe ich im Elsass kennengelernt. Der Lachs lebt mit Speck. Das ist so ein Satz, den kann man sich... Der lebt wirklich mit Speck. Und ich war da auch früher immer etwas irritiert und dann haben mir die elsässischen Kollegen mir mal gezeigt, so pass mal auf, wir machen dir mal einen schönen Lachs mit Knoblauch und Speck. Ja, sehr Und so habe ich das gelernt und habe ich gesagt, das ist ja unglaublich. Diese salzigen Aromen und dann die Raucharomen von dem Lachs, die mögen sich. Es begegnet mir in meinem Leben zum ersten Mal, muss ich gestehen. Was sagt das jetzt über mich aus? Nein, das höre ich oft und das ist auch nicht schlimm. Weil es geht ja um Geschmack. Jemand sagt, du bloß kein Speck, weil ich vegetarisch, also Pesco-Vegetarier bin. Ich mag zwar Fisch, aber ich möchte kein Fleisch haben. Dann lasse ich ihn weg, dann könnte ich auch einen Räuchertofu drauflegen. Oder veganen Speck gibt es auch. Okay. Also da haben wir mehrere Möglichkeiten. Aber es ist vom Geschmack her wirklich ein Burner. Ich So, glaube, da kannst du jetzt fertig machen. Okay, ich hatte gelernt, es kommt eine Scheibe Gurke. Richtig? Die haben wir oben drauf, aber das ist egal. Man kann es ja machen, wie man möchte. Oh, sag doch sowas nicht. Sehr schön. Und dann hatten wir den Lachs. Ja. Okay, wir schauen. Ich kann das wahrscheinlich weniger galant als Wir du. arbeiten ja dann mit den Fingern. Die einen sagen, wir wollen Handschuhe, die anderen nicht. Okay, das ist wiederum eine Sache, wie man möchte. Wenn wir aber die ganze Zeit eine Tätigkeit machen, muss man nicht umgehen. Super. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das habe ich jetzt hier nicht drauf, als Steigerung, kein Speck, okay. Aber ich möchte nochmal Würze haben. Dann kann ich solche Sprossen nehmen. Das sind jetzt Porree-Sprossen. Die haben eine schöne Würzigkeit. Also da auch nochmal drauf. Tomate haben wir drauf. Wir haben die Gurke drauf. Wir haben den die Lachs. Aufstriche. Wir haben den Lachs. Anstatt Speck haben wir jetzt die Sprossen drauf und fertig. Wow. Optischen Hingucker, wie ich finde. Es ist auch Würde mich sofort animieren. Und ich glaube, wenn die Kamera gleich aus ist, werden wir den da probieren. Danke. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn es allen schmeckt. Was wir natürlich jetzt zusätzlich noch machen können, aber jetzt haben wir ja schon 2 Komponenten gemacht. Die gleiche Komponente, ich mache es sehr schnell, um da nochmal eine Steigerung reinzubekommen. So, unten wieder der Aufstrich mit Frischkäse, Meerrettich, das liebt auch der Lachs. Oben Mit welcher galant? Rucola, Lachs. Das sind so 25 Gramm, mehr muss da nicht drauf. Und jetzt haben wir hier das Omelett. Das heißt, wir können unendliche Varianten fahren. So. Sprossen. Mein Lieber, es wird immer besser. Jetzt, Und dann nochmal Speck. Ich weiß, wem das schmeckt. So. Voilà. Tomate könnte man noch drauf machen. Also wir können jedes Spiel machen. Das Brötchen verträgt hier alles und die Produkte auch. Das ist Fitness pur. Absoluter Hingucker. Ich habe ein Problem. Ich müsste mich jetzt entscheiden. Richtig. Aber gibt es auch in dreierlei, man kennt das ja von diesen Brotkonzepten, Ja. das ist das Schöne. Und dann habe ich dreierlei, wunderbar, mit 3 verschiedenen Fischen, Schwertfisch, Lachs und dann noch einen anderen Räucherfisch. Na, wunderbar.
Hast du noch etwas? Das wäre es jetzt. Ich bedanke mich. Dann sage ich danke. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde es super lecker, was wir hier sehen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Inspiration und Anregung geben in diesem Sinne, Christian. Ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns hier gesehen haben. Und würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten bzw. uns aufsuchen, wenn es darum geht, Ideen zu finden und zu geben. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Fürs Hiersein. Wiederschauen. Ciao.